Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Film hier aus der Aquarellwerkstatt. Traditionell zum Ende des Jahres lade ich euch in diesem Video ein zu einer Sketchbook-Tour durch meine Skizzenbücher. In so einem Skizzenbuch kann sich ja ein ganzes Leben zeigen. Und ich finde, es gibt nichts Schöneres, als im Skizzenbuch zu malen. Ich schaue mir auch gerne die Skizzenbücher von anderen Menschen an, von Kollegen oder von alten Meistern in den Museen. Manchmal gibt es ja in Ausstellungen die Möglichkeit, die Skizzenbücher des Künstlers anzuschauen. Das interessiert mich immer besonders. Ich finde, dieses kleine und entspannte Format der Skizzenbücher kann einem einen großen Meister noch viel näher bringen. Das Skizzenbuch ist dabei oft Labor für neue Ideen und Spielfeld zum Ausprobieren neuer Techniken. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit meiner Sketchbook-Tour und falls dir dieses Video gefällt, freue ich mich wie immer über einen Kommentar oder über einen Daumen nach oben unter dem Video. Schreib mir gern mal einen Kommentar, wie du es mit dem Skizzenbuch hältst und ob du hier auf dem Kanal mehr zum Thema sehen möchtest. 3 Skizzenbücher habe ich in diesem Jahr gefüllt. Ich verwende seit Jahren schon das Bösner Aquarellbuch in der quadratischen Form 25 x 25 cm. Das ist ein Aquarell-Skizzenbuch mit Zellulosepapier und ich bin damit sehr zufrieden, auch wenn ich weiß, dass das Holzfaserpapier natürlich eher arbeitstechnisch etwas einfacher gebaut ist. Das heißt, diese weichen Verläufe des Büttenpapiers kann ich im Skizzenbuch nicht erwarten. Mein Skizzenbuchjahr begann mit einem wunderbar schneereichen Winter in Schweden. Meine Familie hat in Schweden ein Wochenendhaus und im Winter sind wir immer möglichst auch dort. Und im vergangenen Winter gab es viel Schnee und dementsprechend auch sehr viel Inspiration im Skizzenbuch zu arbeiten. Ich bin im Winter auch gerne draußen unterwegs und wenn man sich dementsprechend schön warm anzieht, dann finde ich, macht es bei kalten Temperaturen sehr viel Spaß draußen zu malen. Die Farben leuchten wunderbar im Schnee und die eher monochrome Farbpalette des Winters gefällt mir immer besonders gut. Hier einige Inspirationsmomente vom vergangenen Winter in Schweden und dann noch die passenden Skizzen im Skizzenbuch dazu. In diesem Jahr habe ich ein Projekt gestartet, Unterwegs 2024 habe ich das genannt und ich hatte mir vorgenommen, alle fremden Hotelbetten, in denen ich ja auch rein beruflich häufig übernachten muss, zu zeichnen und zu malen. Hier seht ihr das erste Bild von einem guten Dutzend Bildern, das ist ein Hotel in Potsdam. Hier im Anschluss noch 2 Betten aus dieser Serie Unterwegs 2 und Unterwegs 3. Im März 2024 war ich in New York. Das war ein ganz fantastischer Aufenthalt, der für viele Inspirationen gesorgt hat. Ich habe viel im Skizzenbuch gearbeitet und die Motive dann auch in größere Bilder umgesetzt. Hier seht ihr mich im South Street Seaport in Lower Manhattan sitzen und skizzieren und dies ist die Skizze im Skizzenbuch dazu. Auch auf der Staten Island Ferry habe ich direkt mit dem Skizzenbuch Motive festgehalten. Es gibt über den Aufenthalt in New York einen eigenen Film hier auf YouTube, in dem ihr noch mehr Skizzen und auch Momentaufnahmen aus New York sehen könnt. New York von oben musste auch unbedingt sein. Hier seht ihr mich auf The Edge, das ist einer der Aussichtspunkte, auf einem ganz hohen Wolkenkratzer sitzen und den Blick über Manhattan und ganz New York zeichnend festhalten. Hier auf der rechten Seite seht ihr wieder ein Bild aus der Serie Unterwegs. Das war unser Apartment in New York und hier haben mich besonders die Farben begeistert. Der nächste Aufenthalt, an dem das Skizzenbuch zum Einsatz kam, war ein Kurs in Weimar. Hier eine Impression aus der Innenstadt mit einem alten Brunnen und hier wieder mein Hotelbett im Säubelmanns Hotel in Weimar. Im Frühling waren wir wieder für einige Tage in Schweden. Ich genieße die Aufenthalte in Schweden immer sehr, denn da habe ich mehr Zeit im Skizzenbuch zu arbeiten als während der laufenden Arbeit zu Hause. Kloster Lenin bei Potsdam ist einer meiner favorisierten Kursorte. Hier hatte ich einen Aquarellkurs im April 2024. Das Seminarzentrum liegt wunderbar am See und es gibt dort viele idyllische Malplätze.
Ich habe hier auch mit der Gruppe draußen gemalt, zum Beispiel diese schöne Aussicht auf das Seeufer mit dem Boot des Fischers. Dies war wiederum ein Ausflug in Schweden im Mai 2024. Hier kann man ganz schön sehen, dass ich solche Skizzen aus dem Skizzenbuch wirklich häufig verwende, um dann entweder für diesen YouTube-Kanal einen Film herzustellen oder auch die Skizzen später in größere Bilder umzusetzen. In diesem Fall wurde es ein YouTube-Film, in dem es dann auch um die Beleuchtung an verschiedenen Tageszeiten ging. Eine große Tour im Mai, Juni 2024 führte mich über Basel und Spiez nach Venedig. Hier mein schönes Apartment während des Aufenthalts in Basel. Und dies hier war ein Plein-Air-Motiv, welches ich mit der Gruppe direkt vor Ort am Allschwiler Platz in Basel gemalt habe. Der Münsterplatz in Basel ist ein schöner Malplatz. Hier seht ihr die Gruppe im Schatten der alten Bäume direkt vor dem Motiv und im Skizzenbuch meine kleine Vorabskizze. Bevor es zum nächsten Kurs am Thuner See weiterging, habe ich eine Woche Wanderurlaub im Berner Oberland gemacht. Ich war sehr viel draußen unterwegs, eigentlich den ganzen Tag, und habe mein Skizzenbuch gut gefüllt mit schönen Naturskizzen, die während meiner Wanderung entstanden sind. Auch dieses Motiv kommt euch vielleicht bekannt vor. Ich habe es später für einen YouTube-Film verwendet. Dies war praktisch der Ausblick aus meiner Unterkunft aufs Augstmartorn. Mit der Seilbahn fuhr ich ganz weit nach oben, um einen Blick auf Interlaken zu haben, und habe dann hier auch gesessen und skizziert. Auf der Haderkulm entstand dieses Bild. Hier einige Skizzen direkt aus Interlaken. Der alte Stadtteil Unterseen in Interlaken hat schöne, farbige alte Häuser. Ich saß dort in einem Café ganz gemütlich und habe diese Häuser im Skizzenbuch festgehalten. Meine Unterkunft während dieser Woche war in einem Bauernhaus von 1850 und auch hier habe ich natürlich mein Schlafzimmer wieder gemalt. Hier die Postbusstation in Habkern im Berner Oberland mit den wunderbar leuchtenden Grüntönen im Mai während meiner Wanderwoche. Hier eine Skizzenbuchseite vom Kurs am Thuner See, direkt im Anschluss ans Berner Oberland, und ihr seht hier den Niesen mit Blick auf den Thuner See. Direkt danach ging es für mich nach Venedig und auch hier sind natürlich ein paar Skizzenbuchseiten gefüllt worden. Ich war ja schon häufig in Venedig zum Malen und meine Unterkunft ist dann immer im Stadtteil Dorsoduro. Und meist gehe ich auch gleich nach Ankunft an meine Lieblingsmalstelle hier in der alten Gondelwerft San Trovaso in Dorsoduro und male dieses wunderbare Motiv. Hier noch einige Motive aus Venedig, die während der Vorbereitungszeit auf den Kurs dort entstanden sind. Während des Aufenthalts in Venedig habe ich jetzt einige Male recht spartanisch im Centro Culturale Don Orione gewohnt. Das ist in Dorsoduro ein altes Kloster und ich habe es hier auch in meiner Reihe unterwegs als 7. Blatt festgehalten. Die Pesceria, der alte Fischmarkt in Venedig, ist für malende Künstler natürlich ein Muss. Die wunderbaren architektonischen Details und die glänzenden Reflexionen auf dem feuchten Fußboden, überhaupt die ganze Atmosphäre auf diesem Fischmarkt ist einzigartig. Manchmal bleibt auch etwas unfertig im Skizzenbuch. Ich nutze dann meist den Winter im kommenden Jahr, um solche Seiten, auf denen vielleicht nur eine Bleistiftskizze zu sehen ist, fertigzustellen. Wenn ich mit einer Malgruppe in Venedig bin, gehört ein Ausflug nach Burano immer mit dazu. Dies war ein regnerischer Morgen mit einem lauten Gewitter und besonders schönen, leuchtenden Farben. Hier noch einmal Burano. Dieses Motiv habe ich dann mit der Gruppe gemeinsam gemalt. Auch dies war ein Motiv, welches dann vor Ort plein air mit der Malgruppe umgesetzt wurde. Solche kleinen Vignetten hier finden natürlich dann auch immer den Weg ins Skizzenbuch und beleben so eine Skizzenbuchseite, wie ich finde, ganz schön.
Die nächste Malreise ging an den Chiemsee. Im Kloster Seon habe ich eine Woche mit einer Malgruppe gearbeitet und gemalt. Hier einige Bilder vom Ausflug auf die Fraueninsel. Bei diesem kleinen, schlichten Motiv ging es um die Perspektive. Auch diese technischen Grundlagen werden während so einer Malreise natürlich auch erklärt und unterrichtet. Die nächste Malreise ging nach Föhr. Hier rechts seht ihr mal einen Plan, den ich erstelle für so eine Woche Malreise. Da gibt es festgelegte Zeiten und auch schon ungefähr den Plan, an welchen Tagen man im Atelier malen möchte und an welchen Tagen es plein air in die Natur geht. Letztendlich entscheidet das Wetter immer ein wenig mit. Wenn es regnet, dann kann man mit dem Aquarell schwer draußen arbeiten. Aber so ungefähr einen groben Plan erstelle ich immer, bevor die Malreise beginnt. Dies war ein Motiv, welches mir in der Vorbereitungszeit am Strand in Uetersum begegnet ist. Hier seht ihr das Foto, welches ich dann vor Ort gemacht habe und auch die fertige Skizze im Skizzenbuch. Im Dorf Niblum, im Zentrum der Insel Föhr, ist unser Atelier. Hier stehen wunderschöne alte Friesenhäuser, die dann auch immer Thema eines Kurstages sind. Ihr seht hier meine Umsetzung aus dem Skizzenbuch und es folgen hier die, wie ich finde, schönen Ergebnisse der Teilnehmer meiner Malgruppe. Weiter geht es hier mit einigen Impressionen aus Föhr. Es gab wunderbare Lichtstimmungen. Hier waren wir abends zum Malen nochmal in Uetersum und hatten ja diese besondere Farbstimmung eingefangen. Ja, dann kam der lange Sommer in Schweden. Auch wenn ich sozusagen Urlaub habe, habe ich das Skizzenbuch ständig dabei und nutze jede freie Minute, um ein Motiv einzufangen, sobald es mir begegnet. Skizzenbuch Nummer 3 beginnt mit einer Malreise nach Worpswede. Jetzt sind wir schon im September 2024 und hier haben wir zunächst die Motive, die ich in den 2 Vorbereitungstagen recherchiert habe. Ich bin dann immer schon vor Ort und suche nach den besten Malplätzen für meine Malgruppe. Worpswede liegt ja am Rande des Teufelsmoors und die Lichtsituation im Worpsweder Moor ist einfach unglaublich besonders. Hier habe ich einige Fotoimpressionen für euch mitgebracht, in denen man diese spezielle Beleuchtung ganz gut sehen kann. Der Aufenthalt in Worpswede hat mich zu vielen Skizzen inspiriert und einige sind später auch YouTube-Filme geworden. Hier wieder ein Plan für die Malwoche und noch einige Ideen für Bilder, die dann mit der Gruppe gemeinsam umgesetzt worden sind. Mal wieder ein Hotelbett, unterwegs 8 ist das jetzt schon, der Buchenhof in Worpswede, ein ganz tolles Hotel, in dem ich immer wieder gerne bin. Der Bakenhof ist direkt nebenan und Tonwertskizzen gehören auch mit zu einer Theoriestunde während solch einer Malreise. Auch hier eine Tonwertskizze zu einem Motiv, welches wir dann farbig auch umgesetzt haben. Ich zeige euch noch das Foto, das ist direkt an der Hamme, kurz vor einem Gewitter gewesen und die Lichtstimmung war einfach spektakulär. Im Oktober stand wieder eine größere Reise an und sie begann auf dem Hamburger Flughafen. Auf Flughäfen muss man ja häufig lange warten und diese Zeit kann man mit Skizzenbuch und Pinseln wunderbar nutzen. Es ging nach Lissabon, eher aus privaten Gründen, aber das Skizzenbuch ist immer dabei und ich habe auch hier einige Motive schon für euch, für die YouTube-Filme verwendet. Dieses Motiv zum Beispiel könnte euch bekannt vorkommen, der Leuchtturm von Cascais in der Nähe von Lissabon. Wir arbeiten ganz stark daran, dass vielleicht einmal eine Malreise nach Lissabon stattfinden wird. Das würde mich sehr freuen, denn das Licht in Portugal ist ganz besonders. Unterwegs 9, das Hotelzimmer in Lissabon. Ich nutze das Skizzenbuch auch häufig, um mir selber klar zu werden über Aspekte der Farbgestaltung. Hier seht ihr mal ein Motiv, welches in verschiedenen Farbharmonien umgesetzt wurde. Hier habe ich in Vorbereitung auf das Kursthema Farbharmonie ganz verschiedene Farbstellungen für ein und das gleiche Motiv ausprobiert.
Aus der Serie Unterwegs hier noch meine Unterkunft im Rhöniversum Oberelsbach. Auch hier habe ich einen Plein-Air-Malkurs gegeben. Ein kurzer Aufenthalt bei meiner sehr geschätzten Kollegin Christina Jurig. Und dort durfte ich in einem wunderschönen Atelier übernachten. Ich habe es natürlich gemalt, hier im Blatt Unterwegs 11. Im Herbst gab es einen kleinen Aufenthalt wieder in Schweden mit schönen, gedämpften Herbstfarben und viel Zeit, diese großen Bilder im Skizzenbuch auszuarbeiten. Dieses Blatt ist aber nicht Schweden, sondern Woserin in Mecklenburg-Vorpommern. In der Akademie am See habe ich jahrelang auch Aquarellkurse gegeben. Solch ein Blick über die überschwemmten Felder mag relativ unspektakulär erscheinen. Für mich sind das aber immer ganz spannende Motive, weil ich mit der Blickführung hier und auch mit den farbigen Kontrasten sehr gut arbeiten kann. Mir gefallen diese Motive besonders gut und ich habe sehr viel Freude, in der Natur direkt so etwas zu malen und zu zeichnen. Der letzte Kurs des Jahres und auch das vorerst letzte Bild im Skizzenbuch. Noch ist das Jahr nicht ganz vorbei. Dies ist wieder ein Bild aus Lenin vom letzten Kurs im Gästehaus am Klostersee. Blaue Stunde in Lenin heißt es und es ist die abendliche Stunde am See. Der Fischer fährt noch einmal hinaus, die Natur kommt zur Ruhe und die Farben leuchten. Das war mein Jahresrückblick durch die Skizzenbücher. Und ich hoffe, dir hat der Rückblick gefallen und vor allen Dingen hast du vielleicht Lust bekommen, jetzt auch im Skizzenbuch zu arbeiten. Ich führe Skizzenbücher schon seit vielen, vielen Jahren. Ich habe einige Regalmeter von diesen Büchern bei mir im Atelier stehen. Und es ist immer wieder schön zu sehen, wie besonders man sich an Reisen und Aufenthalte erinnert, wenn man sie malerisch festgehalten hat. Dies war mein malerischer Rückblick auf das Jahr 2024. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und du hast spätestens jetzt auch Lust bekommen, ein Skizzenbuch zu führen. Ich finde es immer wieder ganz erstaunlich, wie intensiv die Erinnerungen an Reisen und schöne Momente zurückkommen, wenn man das Skizzenbuch durchblättert. Man ist sofort wieder an Ort und Stelle vor Ort und spürt die ganz besondere Atmosphäre, die man beim Malen empfunden hat. Außerdem ist es auch total spannend, eigene alte Skizzenbücher anzuschauen, um zu sehen, wie sich die eigene Malerei entwickelt hat. Wichtig ist, dass man beim Arbeiten im Skizzenbuch immer schön entspannt bleibt und das Buch als Dokumentation der ganz privaten Art betrachtet. Niemand braucht diese Bilder zu bewerten, sie dienen ganz alleine deiner eigenen Freude und Erinnerung. Nun bleibt mir nur noch, euch schöne Weihnachten zu wünschen. Nächste Woche am Samstag gibt es noch einmal ein Video vor dem Jahreswechsel hier auf YouTube. Das ist ein ganz besonders spannendes Video, wie ich finde. Es geht um die Frage, wie es eigentlich mit der Aquarellwerkstatt damals begann. Bela ist als Sparringspartner mit dabei und wird sich über die Anfänge mit mir gemeinsam unterhalten. Also ich hoffe, wir sehen uns nächsten Samstag und ich sage Tschüss, bis dahin.